Wie erreichst du eigentlich steuerliche Rechtssicherheit, wenn du auswanderst? Und zwar Rechtssicherheit, wenn es um das deutsche Finanzamt geht. Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Ich bin immer wieder überrascht darüber, wie viele Mandanten ins Ausland umziehen, weil sie irgendein cooles Video auf YouTube gesehen haben und dann alles dort für bare Münze nehmen, was sie von einem Influencer, Berater oder Ähnliches gehört haben. Und da schließe ich jetzt auch unsere Videos natürlich absolut mit ein. Ich weiß ja nicht, wann du unser Video anschaust. Vielleicht schaust du es an 2 Jahre, nachdem es aufgenommen wurde. Vielleicht ist der Sachverhalt gar nicht mehr aktuell oder vielleicht passt er gar nicht auf deine Situation. Das heißt, du solltest auf keinen Fall, einfach weil du ein YouTube-Video siehst oder irgendwas online hörst oder dich von irgendjemand beraten lässt, der angeblich in diesem Bereich eine Koryphäe ist, dann einfach ins Ausland umziehen und davon ausgehen, dass das dann aus steuerlicher Sicht gerade im Hinblick auf Deutschland einfach alles so gut geht. Wie wir schon in vielen Videos auf diesem Kanal dargestellt haben, ist das deutsche Finanzamt besonders pingelig, denn das deutsche Steuerrecht ist ja besonders pingelig. Es will dich gerade als Leistungsträger nicht ziehen lassen ins Ausland. Es will sozusagen an dir festhalten. Es will dich melken und das ist möglicherweise unter bestimmten Voraussetzungen noch für bis zu 10 Jahre nach dem Wegzug möglich. Und wenn du hier kein 100% sauberes Setup hast, wenn du die Abmeldung aus Deutschland, damit meine ich jetzt nicht die Abmeldung beim Einwohnermeldeamt, sondern im Grunde genommen die steuerliche Abmeldung, die Beendigung der umschränkenden Steuerpflicht in Deutschland, wenn du das nicht korrekt machst und da möglicherweise Details vergisst, dann kann das ein übles Nachspiel haben. Nicht nur, dass du möglicherweise Steuern nachzahlen musst, sondern auch, dass du sehr viel Aufwand hast mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Ärger, Sorgen, die man sich natürlich dann auch macht, sodass du nicht mehr ruhig schlafen kannst. Und daher ist dieser Punkt der Rechtssicherheit tatsächlich so wichtig. Es gibt ja ein sehr interessantes Beispiel. Ich habe auch schon auf diesem Kanal davon gesprochen. Hier geht es jetzt ausnahmsweise nicht um das deutsche Finanzamt, sondern um die britische Steuerbehörde HMRC. Aber wenn ich dir diesen Fall nochmals kurz berichten darf, dann wirst du sofort erkennen, was hier der springende Punkt ist. Und zwar geht es um Lord Alan Sugar. Alan Sugar ist ein bekannter britischer Unternehmer. Manche sagen, er ist Milliardär. Er ist vor allen Dingen dadurch populär geworden, dass er in verschiedenen Reality-TV-Formaten aufgetreten ist. Zum Beispiel The Apprentice. Das kennt man ja auch aus den USA. Diese Show hat ja früher Donald Trump gehostet. In Deutschland gab es die auch mal kurzzeitig. Ich glaube, sie hieß Du bist gefeuert. Eine sehr populäre Serie in UK, wird dort vom BBC produziert. Und es gibt diese Serie natürlich auch in vielen anderen englischsprachigen Ländern, darunter eben auch in Australien. Und Lord Alan Sugar ist auch in Australien, also in der australischen Ausgabe von The Apprentice, der Host. Jetzt gibt es 3 interessante Details, die Lord Alan Sugar dazu bewogen haben, nach Australien umzuziehen. Erstens gibt es im UK keine Wegzugssteuer, so wie in Deutschland oder in Österreich. Das heißt, er kann einfach auch als Milliardär, als Eigentümer eines großen Unternehmens ins Ausland umziehen, ohne die Wegzugssteuer befürchten zu müssen. Zweitens gibt es im UK keine Quellensteuer. Das heißt also, mal angenommen, er zieht jetzt ins Ausland um, zum Beispiel nach Dubai, seine englische Gesellschaft schüttet ihm Dividende danach aus, dann gibt es keine Quellensteuer in UK. Er muss also nur die britische Körperschaftssteuer bezahlen, 25% und kann sich 75% komplett steuerfrei ausschütten lassen. Drittes Detail, in Australien, wo er ja sowieso tätig war für die Fernsehserie, sind mit einem temporären Visa ausländische Einkünfte steuerfrei. So, da hat sich natürlich jetzt Alan Sugar gedacht, naja, das ist ja optimal, ich bin sowieso in Australien, ich erwarte jetzt von meiner britischen Gesellschaft eine große Dividende. Es ging um fast 200 Millionen Pfund und die kann ich mir im Grunde nun steuerfrei einstreichen, ohne Quellensteuer, ohne Kapitalertragssteuer, also eine Art Abgeltungssteuer. Das ist natürlich auch in den Medien dann ziemlich breit getreten worden. Ich zeige dir hier mal eben einen Artikel. Das Ganze war 2023. Revealed Sugar attempted to dodge 186 million pound Tax Bill. So, jetzt siehst du schon hier an dem Titel attempted, ja, das heißt, er hat versucht, die Steuer zu sparen, die auf diese Dividende angefallen ist, aber es hat dann am Ende nicht funktioniert. Und warum nicht? Naja, hier geht es eben genau um das Thema Rechtssicherheit. Natürlich hatte Alan Sugar hochbezahlte Berater, hochdotierte Anwälte, Steuerberater, die ihn in dieser Sache beraten haben. Er ist dann tatsächlich nach Australien umgezogen. Er hat seine Steuererklärung in UK eingereicht. Er hat gesagt, ich muss keine Steuern bezahlen auf diese Dividende, die ist steuerfrei, denn ich bin ja nicht mehr im UK Resident.
Das war auch tatsächlich so. Er war die ganze Zeit in Australien. Aber da hat er eben die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn im UK gibt es diese sehr interessante Regelung im Einkommensteuergesetz, dass Parlamentsmitglieder auf jeden Fall im UK unbeschränkt steuerpflichtig sind. Und ich hatte ja vorhin gesagt, Lord Alan Sugar, er ist Lord, er ist also damit Mitglied des britischen Oberhauses, vergleichbar in etwa mit dem deutschen Bundesrat. Und weil er in diesem britischen Oberhaus sitzt, deswegen ist er im UK unbeschränkt steuerpflichtig, selbst wenn er ins Ausland umzieht. Das ist also ein tolles Beispiel für das Thema Rechtssicherheit. Er hat sich beraten lassen. Er hat also nicht nur irgendein YouTube-Video sich angeschaut, sondern hat sich beraten lassen von teuren Beratern, Steuerberatern, Anwälten. Und trotzdem haben sie nicht realisiert, dass es diese Klausel im britischen Steuerrecht gibt. Und das Ganze ist dann Alan Sugar auf die Füße gefallen. Da gab es jetzt natürlich keinerlei strafrechtliche Konsequenzen. Aber es ist natürlich ärgerlich, denn er hat ja mit dem Geld geplant. Er hat den ganzen Aufwand gehabt des Umzuges. Und dann hat sich herausgestellt, das funktioniert nicht. Gigantischer Ärger mit den Finanzbehörden ist gefolgt. Streit, Stress, hohe Anwaltskosten, hohe Steuerberaterkosten. Also all die Dinge, die man im Grunde nicht haben will, wenn man dann einmal im Ausland wohnt. Wie kannst du so etwas also nun vermeiden? Und natürlich, ich gehe davon aus, die wenigsten von uns werden so viel Glück haben, dass sie auf 186 Millionen Pfund Dividende warten. Aber auch schon bei sehr viel kleineren Beträgen kann das Ganze natürlich ein Thema sein. Und was ich jetzt hier sage, übrigens, das lässt sich durchaus auch auf Österreich und die Schweiz übertragen. In beiden Ländern gibt es ebenfalls etliche steuerliche Fallstricke, die man beim Wegzug ins Ausland beachten muss. Aber ich werde es jetzt für Deutschland spezifisch erklären. Nun, das Wichtigste ist zunächst einmal sicherlich, dass du mit einem deutschen Steuerberater oder deutschen Steueranwalt sprichst. Ein Steuerberater, ein Steueranwalt, der eine entsprechende Haftpflichtversicherung hat, und du bittest ihn einmal, die steuerlichen Implikationen, die sich mit dem Wegzug ergeben, schriftlich auszuarbeiten und entsprechend dann zu kommentieren. Die Betonung liegt hier wohlgemerkt auf schriftlich, denn ein einfacher Anruf, eine formlose E-Mail, das reicht oftmals nicht aus. Nun, ein seriöser Steuerberater oder Steueranwalt wird dir zu diesem Zeitpunkt sagen, wenn er mit der Thematik nicht vertraut ist. Er wird dir sagen, ich kann das leider nicht machen, ich kenne mich bei diesen speziellen Auslandssachverhalten nicht aus. Bitte fragen Sie jemand anderes. Wenn du mit uns zusammenarbeitest, haben wir übrigens ein Netzwerk von deutschen Steuerberatern und deutschen Steueranwälten, die auf diese Auslandssachverhalte spezialisiert sind. Sie können dich dann hier punktuell unterstützen. Du musst gar nicht deinen Steuerberater wechseln, sondern letztlich kann dann der spezialisierte Steuerberater oder Steueranwalt deinem Steuerberater einfach zuarbeiten. Vielfach ist es vielleicht auch gar nicht gewünscht, dass man hier den Haus- und Hofsteuerberater bei solchen Fragen hier zu Rate zieht. Da hat man vielleicht das Gefühl, naja, der weiß vielleicht sowieso schon zu viel über mich. Ich will jetzt mal hier den Ball flach halten. Wer weiß, was der auf dem Finanzamt alles über mich erzählt bei der nächsten Betriebsprüfung. Also ich nehme mal Abstand von meinem Haus- und Hofsteuerberater und lasse das durch einen externen Experten abklären. Aber wie ich schon gesagt habe, diese Berufsträger haben eine Haftpflichtversicherung. Das heißt, die müssen letztlich für Beratungsfehler dann auch einstehen, beziehungsweise die Versicherung steht dann ein. Das ist sicherlich schon mal eine ganz wichtige Komponente. Und das gibt dem Ganzen eine ganz andere Tragweite, wie wenn du jetzt einfach dir von einem Berater auf YouTube irgendwas erzählen lässt. Also immer einen Berufsträger involvieren, der die entsprechende Versicherung hat und natürlich auch die entsprechende Qualifikation hat. Jetzt ist es aber leider so, dass gerade das deutsche Außensteuerrecht extrem schwammig formuliert ist. Deswegen gibt es ja immer wieder auch Gerichtsurteile, die dann so wichtig sind in der Interpretation der Gesetze. Denn die Gesetze selbst können theoretisch auf vielfache Art und Weise interpretiert werden. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Wohnsitz. Wann hast du einen Wohnsitz in Deutschland und wann nicht? Ist eine Ferienwohnung, die du nur als Ferienwohnung nutzt, tatsächlich ein Wohnsitz? Also eine Wohnung, wo du vielleicht ein- oder zweimal im Jahr hinkommst für eine Woche, für 2 Wochen, um dort deinen Sommerurlaub oder deinen Weihnachtsurlaub zu verbringen. Tatsächlich würde man konservativ beurteilen, dass auch eine Ferienwohnung einen Wohnsitz in Deutschland auslösen kann. Dennoch gibt es verschiedene Gerichtsurteile, die besagt haben, dass eine Ferienwohnung unter bestimmten Voraussetzungen eben kein Wohnsitz ist. Also das nur als ein Beispiel, dass selbst in so fundamentalen Fragen wie des Wohnsitzes die Meinungen auseinandergehen. Das heißt, ganz konkret für dich kann es auch hier Ärger mit dem Finanzamt geben, wenn du nicht einen ganz klaren Cut machst und überhaupt keine Wohnung mehr in Deutschland hast, beziehungsweise wenn du Eigentum hast, dass du dieses auch an fremde Dritte vermietest. Alles andere ist möglicherweise riskant. Dazu haben wir ja auch schon in vielen anderen Videos gesprochen. Das heißt also, ein seriöser Steuerberater oder Steueranwalt wird dir immer sagen, nun, der Sachverhalt stellt sich so und so dar und es ist davon auszugehen, dass die Finanzverwaltung
diesen Sachverhalt so und so beurteilen wird. Aber letztlich wird man ohne eine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung keine Rechtssicherheit haben. Das heißt, ein seriöser Steuerberater oder Rechtsanwalt, und übrigens auch wir tun das laufend, raten immer dazu, beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft einzufordern. Was ist eine verbindliche Auskunft? Nun, du stellst dem Finanzamt vor, was du planst. Ganz wichtig, du musst es machen, bevor du auswanderst, bevor du deine Gestaltung im Ausland implementierst. Und natürlich wirst das auch nicht du selbst machen, sondern ich meine jetzt natürlich deinen Steuerberater oder Rechtsanwalt. Und dann wird das Finanzamt dich ganz konkret wissen lassen, ob diese Gestaltung so rechtskonform ist oder eben auch nicht. Diese verbindliche Auskunft, die kostet etwas. Hier gibt es eine Staffelung. Es fängt bei 121 € an und kann bis zu 100.000 € gehen. Was diese Auskunft kostet, da geht es aber natürlich dann um Sachverhalte in einem Umfang von Millionen. Das wird es bei den meisten nicht kosten, aber natürlich auch die Ausarbeitung durch den Steuerberater, durch den Rechtsanwalt wird etwas kosten. Also in den meisten Fällen kostet das Ganze schon einige Tausende. Und schockierenderweise sagt das Finanzamt auch in etlichen Fällen, wir können dazu jetzt leider keine Aussage treffen. Machen Sie einfach mal und wir lassen Sie dann im Nachhinein wissen, ob das Ganze korrekt war oder nicht. Das ist natürlich schon mal sehr unbefriedigend, aber selbst dann lohnt sich der Versuch, eine verbindliche Auskunft zu erhalten, denn allein die Tatsache, dass du eine verbindliche Auskunft angefordert hast, zeigt dann bei späteren Problemen und Schwierigkeiten, dass du jedenfalls alles in deiner Macht Stehende getan hast, damit du auf rechtssicherem Boden stehst. Auch hier übrigens kann man nicht genug betonen, wie wichtig der Steuerberater oder der Steueranwalt ist. Denn wenn du dann irgendwann tatsächlich ins Ausland umgezogen bist und es sollte dann Korrespondenz mit dem Finanzamt geben oder sogar Probleme, dann ist es natürlich besonders hilfreich, wenn du einen kompetenten Steuerberater oder Anwalt hast, der sich dann darum kümmern kann. Dass du im Grunde genommen aus dem Ausland einfach sagen kannst, gut, da kümmert sich jetzt jemand drum, ich muss mich damit nicht belasten, wenn ich schon im Ausland bin und der mit dem Kopf schon wo ganz anders. Das heißt, bei den meisten komplexen Auslandssachverhalten ist es immer sinnvoll, nach einer verbindlichen Auskunft zu fragen. Der Steuerberater wird dir sagen können, ob eine solche verbindliche Auskunft notwendig ist. Bei sehr trivialen Sachverhalten ist das natürlich nicht notwendig. Aber wenn es dann um komplexere Gestaltungen geht, um komplexere Sachverhalte, dann muss man dazu auf jeden Fall raten. Hier muss man beachten, dass die verbindliche Auskunft oder der Prozess, eine solche verbindliche Auskunft zu gelangen, nicht einfach eine E-Mail an die Finanzbehörden ist, ja, sondern wie gesagt, da gibt es einen formalen Prozess, der kostet Geld. Aber ein dritter und letzter Weg, und dieser ist besonders für Pensionäre, für Rentner interessant oder jene, die demnächst in den Ruhestand gehen, ist natürlich auch selbst direkt bei der Finanzverwaltung, das heißt direkt beim Finanzamt anzufragen. Und hier erwähne ich jetzt ganz speziell Rentner und Pensionäre, denn für Rentner und Pensionäre ist das Finanzamt Neubrandenburg zuständig und hier muss man tatsächlich nur einmal den deutschen Staat loben. Das heißt, Finanzamt ist ein echtes Kompetenzzentrum, wenn es um Rentner und Wohnsitzverlagerung ins Ausland geht und dann die ganze Frage, wo die Rente eigentlich besteuert wird. Das ist keine triviale Frage, sondern das richtet sich konkret nach dem, was in den Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen ist. Deutschland hat ungefähr 100 Abkommen abgeschlossen und jedes ist individuell in seiner Ausgestaltung in puncto Renten- und Ruhestandsbezüge. Also das heißt, wenn du ein Rentner bist und zum Beispiel dich fragst, wo wird eigentlich meine Rente besteuert werden? Also ich erhalte eine gesetzliche Rente, wo wird diese zu besteuern sein? In Deutschland, in meinem neuen Wohnsitzland, da kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das Finanzamt Neubrandenburg direkt zu kontaktieren. Die haben Sachbearbeiter zu verschiedenen Ländern. Die sind sehr kompetent. Wir hatten einen Mandant, der hat vor kurzem mal hinsichtlich Thailands, also eines Wegzugs nach Thailand, beim Finanzamt Neubrandenburg sich gemeldet per E-Mail und hat dann ein sehr kompetentes Antwortschreiben erhalten. Dieses möchte ich dir nun einmal zeigen, um ein bisschen zu untermauern, was ich gerade gesagt habe. So, und dieser Service ist komplett kostenlos. Ja? Also das heißt, er hat nichts dafür bezahlen müssen, hat einfach eine E-Mail an das Finanzamt Neubrandenburg geschickt, hat den Sachverhalt dargestellt und bekam folgende Antwort. Sehr geehrter Herr, zunächst bedanke ich mich für die im Betreff genannte E-Mail und beantworte diese wie folgt. Gemäß dem zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Thailand abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen liegt das Besteuerungsrecht an den deutschen Sozialversicherungsrenten sowie VBL-Renten ausschließlich bei ihrem aktuellen Wohnsitzstaat, sprich dem Königreich Thailand. Sofern Sie Ruhegehälter aus einer früheren Tätigkeit im öffentlichen Dienst beziehen, Beamtenpension, liegt das Besteuerungsrecht im Quellenstaat und somit bei der Bundesrepublik Deutschland.
Weiterhin liegt das Besteuerungsrecht beim Bezug von Betriebs- und sonstigen Renten sowie von Versorgungsbezügen bei Deutschland, sofern diese Zahlungen als Betriebsausgaben des Unternehmens in Deutschland abgezogen werden. Dieses wird in der Regel durch die auszahlende Stelle ihrer Betriebsrente bzw. sonstigen Renten geprüft und der Steuerabzug direkt vorgenommen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte hier an die auszahlende Stelle der genannten Alterseinkünfte. Eine Besteuerung von deutschen Sozialversicherungs- sowie VWL-Renten durch die Bundesrepublik Deutschland findet nicht statt. Wie die von Ihnen bezogenen Alterseinkünfte im Königreich Thailand erklärt werden, erfragen Sie bitte bei der für Sie dann örtlich zuständigen thailändischen Steuerbehörde. Bitte beachten Sie, dass regelmäßig Datenaustauschverfahren hinsichtlich bezogener Leistungen mit dem Königreich Thailand durchgeführt werden, sofern Sie Ihre persönlichen Verhältnisse hinsichtlich Ihres Wohnsitzes in einem anderen Staat bzw. die deutsche Besteuerungsgrundsätze oder die zwischenstaatlichen Abkommen nicht wesentlich ändern, brauchen Sie bei einem nachgewiesenen oder auf Dauer ausgelegten Wohnsitz im Königreich Thailand keine Einkommensteuererklärung in Deutschland abgeben. Wunderbar, eine wunderbare Erklärung. Auch hier hat der Mandant nun 100%ige Rechtssicherheit. Man kann es ja sehen, es ist ein relativ einfacher, nicht sehr komplexer Sachverhalt, also gerade für Rentner, für Pensionäre, für Ruheständler kann man auf jeden Fall empfehlen, bevor man jetzt einen teuren Anwalt anheuert, auf jeden Fall einfach einmal beim Finanzamt Neubrandenburg zu fragen, wenn es um die Frage geht, wo Ruhestandsbezüge inklusive übrigens Einmalzahlungen zu versteuern sind. Auch wir raten das regelmäßig unseren Mandanten. Hier gilt das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Nicht immer kann das Finanzamt dann antworten. Das würden sie dich aber dann direkt wissen lassen und dann kannst du immer noch einen Anwalt bzw. spezialisierten Steuerberater involvieren. Also zusammenfassend gesagt, das Thema Rechtssicherheit ist extrem wichtig, um teure Nachzahlungen zu vermeiden, um zum Beispiel zu vermeiden, dass du Ärger hast, wenn du dann im Ausland bist, dass du Aufwand hast, dass du Steuerberater, dass du Rechtsanwälte dann beauftragen musst, dass du möglicherweise mit der Unsicherheit leben musst, dass deine ganze Auswanderung sich so überhaupt nicht umsetzen und realisieren lässt, was ja gerade familiär sehr viel Stress bedeuten kann. Das heißt, so viel wie möglich klären, bevor du auswanderst, bevor du deine ausländische Gestaltung implementierst. Lass dir nicht irgendwas erzählen von irgendwelchen YouTubern oder anderen Influencern oder Beratern, sondern lass dich inspirieren. Ja, lass dich inspirieren von Videos, natürlich auch von unseren Videos gerne, aber bitte immer mit dem Verständnis, dass eine gesonderte Prüfung hier notwendig ist, um Ärger und Kosten im Nachhinein zu vermeiden. Wenn auch du dich mit dem Gedanken trägst, auszuwandern, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Themen zu beraten. Wegzug ins Ausland, Steueroptimierung im Ausland, Plan B im Ausland etablieren und natürlich auch dein Vermögen vor der Zugriffigkeit des Staates, vor der Zugriffigkeit der EU zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.